Hallo, mit diesem Video werde ich eure Stellungsbewertungskills so stark machen wie die einer Schachengine. Zumindest in manchen Situationen. Ich habe die Tage in einem Online-Stream eine Partie gesehen, die drohte in einem Bauernendspiel zu enden. Interessanterweise hat dann jemand im Chat verkündet, dass das Bauernendspiel, laut Schachcomputer, Remis sei, also unentschieden. Aber es ist wirklich eine nützliche Erkenntnis, falls man gar nicht selber weiß, warum ein Endspiel Remis oder gewonnen ist. Und falls man das nicht selber weiß, wie kann man im Mittelspiel Entscheidungen treffen, ob und wie man ins Endspiel übergeht? Ich veranschauliche es an einem vereinfachten Beispiel. Wir haben hier zwei Bauernendspiele, die recht ähnlich aussehen. Der schwarze Bauer ist nur um eine Linie versetzt. Weiß hat gerade seinen eigenen Bauern zur Dame umgewandelt und Schwarz steht kurz davor. Das erste Beispiel bewertet der Computer als gewonnen und das zweite als Remis. Ich stimme dem zu. Aber wieso? Nur weil es der Computer gesagt hat? Beziehungsweise ich genauso gut rechnen könnte wie der Computer? Spoiler kann ich nicht. Schauen wir uns die Sache zuerst einmal in der Praxis an. Ich spiele das erste Beispiel nun aus Spaß gegen die starke Schachmaschine. In diesem Fall Stockfisch auf Stufe 8 auf Lichess. Ich und der Computer sagen, dass Weiß gewinnt. Ich müsste aber immer noch gegen den Computer gewinnen. Mal sehen, wie es ausgeht. Ich möchte hier mit Weiß gewinnen. Der Schwarze steht nur ein Feld vom Umwandlungsfeld und dann könnte er sich selber eine Dame machen. Und das möchte ich als Weißer verhindern und gleichzeitig meinen König ranführen. Ich gebe also erstmal Schach. Jetzt greife ich den Bauern direkt an. Er deckt den Bauern, jetzt greife ich den König an ohne den Bauern. Deshalb kann er nicht nach D8 ziehen, weil der Bauer fällt. Jetzt zieht er vor seinen eigenen Bauern. Kann also jetzt nicht mehr mit den Bauern weiterziehen und jetzt bringe ich halt meinen König ran. Er zieht jetzt raus. Ich gebe wieder Schach. Er zieht wieder vor seine eigenen Bauern. Ich bringe meinen König ran. Und wieder kann ich meinen König ranziehen. Jetzt ist der König schon nah genug für diverse Mattbilder. Ich kann mir hier auch Zeit lassen. Wahrscheinlich haut der Schwarz jetzt sogar ab. Ja. Jetzt ist es halt gewonnen. Also ansonsten, wenn er immer wieder dasselbe Manöver spielt, stehe ich irgendwann mit dem König auf A6 oder B6 und nehme dann halt mit König und Dame zusammen den Bauer raus. Okay, das lief gut. Ich konnte gegen den Computer gewinnen. Im zweiten Beispiel dagegen bleibt die Stellung laut Computer Remis, sage ich auch. Aber kann ich das als Mensch gegen den Computer halten? Jetzt verteidige ich mit Schwarz, deshalb ist das Brett auch gedreht. Er gibt Schach. Ich spiele es mal direkt, ich möchte in die Ecke. Hier ist genug Zeit dafür, er möchte mich nicht in die Ecke lassen. Ich drohe immer noch C1 Dame. Jetzt bringt er den König ran. Warum? Weil ich habe meinen König vor den Bauern gestellt. Kann also hier nicht C1 gleich Dame ziehen und dann hat er Zeit, seinen König ranzubringen. Wenn ich jetzt den König nach C1 spielen würde, käme wieder sein König näher. Deshalb kann ich das nicht machen. Er versucht es immer weiter. Und das hier ist eine entscheidende Situation, die das Problem von Weiß demonstrieren wird. Ich könnte jetzt natürlich nach B2 ziehen, aber, und das ist das Wichtige, ich kann hier auch nach A1 ziehen. Und jetzt kann er den Bauern nicht nehmen, weil wenn die Dame hier steht, greift sie ja alle drei Felder hier an und ich würde im Patt stehen. So, wieder die gleiche Situation. Auf diese Situation wollte ich noch hinaus. Und hier ist es so, hier kann ich in die Ecke ziehen und Weiß kann ich nehmen, weil ich sonst ja im Patt stehe und es wäre unentschieden. Er nimmt also nicht, sondern gibt weiter Schach. Er kann den C-Bauer in vielen Situationen einfach nicht nehmen, weil ich auf A1 stehe und dann wäre es Patt. Und darauf basiert die Verteidigung von Schwarz.
Die Sache sollte jetzt im Prinzip ja eigentlich klar sein. Nun, das sah doch gar nicht so schwierig aus. Also wie komme ich zu der Erkenntnis, dass beide Stellungen so sicher zu bewerten sind? Ich weiß eigentlich nur, dass die Dame gegen einen Bauern vor dem Umwandlungsfeld sicher gewinnen kann, falls es ein Springer oder Mittelbauer ist, wie im ersten Beispiel. Bei einem Rand- oder Läuferbauer wird es dagegen Remis, weil der verteidigende König sich ins Patt retten kann, wie wir gesehen haben. Eine Ausnahme würden hier Fälle bilden, wo der weiße König bereits nah genug am Bauer dran ist. Und diese Erkenntnisse habe ich zum Beispiel aus einem Buch in 3. Auflage von 1976, das ein Familienmitglied mal in einer Tombola gewonnen hat. Die Tage habe ich einem internationalen Meister zugesehen und der hat bei obigem Endspiel mit C-Bauer gesagt, das ist doch Remis. Es ist also kein Geheimwissen. Das ist also ein wichtiger Punkt. Ihr müsst nicht wie der Computer ganz viele Züge im Voraus berechnen oder etliche Datenbanken gespeichert haben. Ihr könnt mit ein bisschen Grundwissen eure Stellung bewerten und daher entscheiden, welche Abspiele ihr vermeidet oder, zum Beispiel als Verteidiger, anstrebt. Solche grundlegenden Kenntnisse könnt ihr heute aus vielerlei Quellen oder von Trainern erfahren. Der Computer kann euch allerdings helfen, solche Endspiele zu üben, wie ihr vorhin gesehen habt. Falls ihr mich im Livestream schauen möchtet, dann geht einfach auf den Twitch-Link bei der Hauptkanalseite. Ich wünsche euch noch viel Spaß mit Schach und lasst bitte ein Like und ein Abo da. Tschüss!